Wenn ich mir auf YouTube ein Video in doppelter Geschwindigkeit anschaue, beeinflusst das dann irgendwie die Wiedergabezeit? Die Antwort auf diese Frage gibt's gleich nach dem Intro. Dieses Video wird ermöglicht durch Kaffee. Link auch in der Videobeschreibung. Aber gut, Scherz beiseite und damit willkommen zur neuen YouTube-Lupe. Und heute geht es wie gesagt um die Abspielgeschwindigkeit eines Videos in Verbindung mit der Wiedergabezeit, die dieses Video dadurch generiert. Ich glaube, dieses Video fällt jetzt eher so in die Kategorie, ja, ist ganz gut zu wissen als YouTuber und ist nicht wirklich ein weltbewegender Tipp oder ein Tutorial. Trotzdem fand ich es ganz interessant, mir das Thema mal anzuschauen. Auf dieses Thema gekommen bin ich, weil ich mir selber sehr viele Videos in doppelter Geschwindigkeit anschaue. Einfach um schon mal die Hälfte der Zeit einzusparen. Bei vielen Videos ist es auch gar kein Problem weiter, dass man da in doppelter Geschwindigkeit auch noch, ja, alles vom Video entsprechend mitnehmen kann. Und gerade bei einem Gameplay-Video, was vielleicht auch mal 30 oder 40 Minuten geht, ja, da spart man sich dann doch schon mal gerne 15 oder 20 Minuten Zeit ein. Doch als YouTuber stelle ich mir dann natürlich die Frage, wie wirkt sich das jetzt eigentlich auf den Videoersteller aus, in puncto der generierten Watchtime. Man kann hier in zweierlei Richtungen argumentieren. Einerseits hat sich ein Zuschauer natürlich das Video dann auch komplett angesehen. Auch wenn das 30 Minuten Video in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wurde, wurden ja die insgesamt 30 Minuten des Videos wiedergegeben. Also könnte man ja hier auch davon ausgehen, dass 30 Minuten Watchtime generiert wurden. Andererseits natürlich kann man aber auch sagen, gut, der Nutzer hat doch aber nur 15 Minuten vor dem Bildschirm verbracht und auch diese 15 Minuten lang entsprechend am Video angesehen. Also werden nur 15 Minuten Watchtime generiert. Und um das jetzt genau mal rauszufinden, wie YouTube das handhabt, dafür habe ich einen kleinen Test gemacht. Ich habe mir dazu einfach mal 2 Testdateien erstellt, 2 Testvideos, die ich auf YouTube dann hochgeladen habe. Und dann entsprechend das eine nur in doppelter Geschwindigkeit angesehen wurde und das andere auch nur in einer Viertelgeschwindigkeit, um auch mal das Ende des Spektrums zu sehen. Beide Videos habe ich mir dann etwa 10-mal angesehen und die Ergebnisse sind wenig überraschend, aber trotzdem interessant. Das Video mit doppelter Geschwindigkeit hat eine durchschnittliche Wiedergabezeit von 30 Sekunden, also die Hälfte der Videolänge, und hat dementsprechend eine Gesamtwiedergabezeit von ungefähr 5 Minuten mit erzielt. Auf der anderen Seite das Video, was ich mir an dem Viertel der normalen Geschwindigkeit angesehen habe, hat eine durchschnittliche Wiedergabezeit von 4 Minuten, also das Vierfache der Videolänge, und insgesamt auch eine Wiedergabezeit von 40 Minuten generiert. Interessant ist es dann aber, wenn man mal die Audience Retention gegenüberstellt, also den Prozentsatz der Zuschauer, die ein Video bis zum Ende hin angesehen haben. Und hier ist es dann wirklich bei beiden Videos trotz der unterschiedlichen Geschwindigkeiten jeweils bei 100%. Und hier kommt dann wieder so dieses kleine Paradox zustande, was ich am Anfang ja schon erläutert habe mit den 2 Ansichtsweisen, wie man das betrachten kann. Es gab 10 Aufrufe und alle haben das Video bis zu 100%, also bis zum Ende hin, angesehen. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt quasi nur Aufrufe und Audience Retention anguckt, ja, dann geht man eben davon aus, dass 10 Minuten Wiedergabezeit generiert wurden und nicht nur 5, wie YouTube das letztendlich macht. Gut, was kann man jetzt aber mal so als Fazit aus diesem Mini-Versuch ziehen? Naja, ehrlich gesagt nicht wirklich viel, außer dass YouTube für die Wiedergabezeit wirklich die Zeit misst, die ein Zuschauer aktiv damit verbringt, ein Video anzusehen. Das wirft natürlich dann auch die Frage auf, was passiert dann, wenn ich ein Video im Hintergrund irgendwie abspiele. Sei es jetzt, dass der Tab im Hintergrund ist und ich irgendwo auf einer anderen Webseite noch rumsurfe oder dass das irgendwie auf dem Smartphone im Hintergrund läuft. Und hier gehe ich davon aus, dass da nicht wirklich sonderlich viel extra passiert. Einerseits ist es nicht immer ganz eindeutig, sowas festzustellen, wann ein Tab im Hintergrund ist oder wann es als App im Hintergrund ist oder wie auch immer. Und letztendlich während meines Versuches habe ich die meiste Zeit die Videos auch im Hintergrund abgespielt und es wurde trotzdem alles tadellos mitgezählt. Insofern, ja, ist da wohl keine extra Behandlung. Das soll es jetzt aber gewesen sein mit unnützem Wissen für heute. Ja, wenn ihr auch weiteres unnützes Wissen nicht verpassen wollt oder Vlogs, Tutorials, was auch immer, dann klickt da oben auf Abonnieren, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht mehr. Wenn ihr aber nicht warten könnt, euch noch weitere Videos von mir anzuschauen, dann habe ich hier unten links und rechts noch 2 weitere Videos mit verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.